Mein Name ist Alexander Römmelt. Ich bin Head of Design bei Tectirion. Tectirion ist ein Münchner Hardware-Startup, ein Sensorik-Startup, gegründet im Jahr 2015. Und ja, wir sind damals, ich war nicht Teil des Gründungsteams, aber einer der ersten Mitarbeiter. Wir sind mit der Mission an den Start gegangen, Oberflächen berührungsempfindlich zu machen. Das Unternehmen an sich ist eine Ausgründung aus dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Also die Technologie kommt aus der Raumfahrttechnik und wurde damals erforscht, um Robotern den Tastsinn zu verleihen. Einer der beiden Gründer, Michael Strohmeier, hat auf diesem Gebiet geforscht. Die Sensorik ist seine Erfindung und hat sich dann damit selbstständig gemacht, um diese Technologie kommerziell verfügbar zu machen. Das Schöne an der Technologie ist, das kann ich mal hier ganz kurz an diesem Beispielsensor demonstrieren, das ist eine komplett biegbare, sehr, sehr dünne Sensorik, die Berührung, Annäherung und verschiedene Kraftstufen, vereinfacht gesprochen, abbilden kann. Alles in einem Sensor. Diese Sensorik ist natürlich nicht als Bedienoberfläche per se geeignet, sondern wird integriert in unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Bedienungsoberflächen mit den unterschiedlichsten Anwendungszwecken. Die Sensorik baut auf zwei unterschiedlichen Messverfahren auf. Wir haben einmal das kapazitive Messverfahren, das heute eigentlich in allen Smartphones auf dem Markt verfügbar ist. Und wir haben das resistive Messverfahren, beides zusammen in einem, wenn man so möchte, Hybridsensor im Angebot. Das kapazitive Messverfahren eignet sich sehr gut, um Annäherung und Berührung abzubilden. Und das resistive Messverfahren ist dann zuständig, die tatsächlich applizierte Kraft in einer stufenlosen Druckkurve abzubilden. Die Materialien, mit denen wir hier hauptsächlich arbeiten, sind im Kunststoffbereich. Wir sprechen dort von harten und weichen Kunststoffen. Bedeutet Silikonoberflächen, SEBS-Oberflächen aus der Produktentwicklung sind da natürlich vorherrschend in den Produktbereichen, in denen wir uns bewegen, sei es Consumer Electronics oder der Werkzeugbereich zum Beispiel. Wir sprechen hier natürlich auch vom Textilbereich. Alles, was eine verbiegbare, dehnbare, verformbare Oberfläche generell hat, alles, was weich ist, wo ich durchdrücken kann, wo die Kraft durchgeht. Solche Produkte sind überhaupt kein Problem. Das haben wir zum Beispiel hier abgebildet in unserem Produkt. Trägt den Namen Fidu, ist für den italienischen Markt ausgerichtet und soll im Automobil in Kinder- und Babysitzen die Anwesenheit des Kindes überprüfen. Für die Produktgestaltung ist es natürlich so, es gibt verschiedene Eskalationsstufen dieser Sensorintegration. Da muss man auch ein Stück weit mit der Industrie mitgehen. Im ersten Schritt heißt es natürlich erstmal ein Austauschen existierender Systeme. Jeder, der sich mit User Interfaces beschäftigt, weiß, der Mensch liebt das, was er kennt. Und das bedeutet, wir müssen schrittweise diesen Wandel im User Interface auch vollziehen. Bedeutet, wir werden uns zunächst wahrscheinlich mit intelligenten Tastern sehr, sehr stark befassen. Das bedeutet, wir werden eine Formfreiheit in der Gestaltung von Bedienflächen einfach anbieten können. Wir sind nicht mehr an eine Basispalette von mechanischen Schaltern und ja, ich sag mal, Bedienelementen nicht mehr an diese Basispalette gebunden, sondern wir können im Endeffekt relativ frei gestalten und auch in schwer abbildbaren Formen, in verkrümmten und auch entsprechend ja, verformbaren Materialien nun ein Interface abbilden, das die volle Funktion, die volle Eingabe einfach entsprechend auch wahrnehmen kann. Der nächste Schritt wäre dann natürlich, eine Produktkategorie neu zu denken und um den Sensor herum zu gestalten, das heißt um die Stärken des Sensors. Was man natürlich sagen kann, ist, dass der Sensor als solches natürlich nicht runter reduziert werden sollte auf das Bedienelement, die Fingereingabe. Was natürlich möglich ist, und das ist uns als Tectirion natürlich auch wahnsinnig wichtig, ist ein bisschen der Blick in die Zukunft. Das soll heißen, eventuell das Ablesen einer
Intention, das Ablesen einer Emotion durch minimale Vibrationen in den Fingern, kleine Modulationen in den Muskeln, die einfach eine Berührung menschlich und dadurch charakteristisch machen.